Mit 15 km/h durch Europa. Die letzte Nacht habe ich in Le Terrel verbracht. Das ist mein Zelt. Darin habe ich geschlafen. Und die kleine Wohnung da hinten, die gehört Peter. Den habe ich gestern kennengelernt. Jetzt freue ich mich auf ein Frühstück. Während das Wasser kocht, putze ich die Zähne und wasche das Gesicht. Am Ende der Prozedur wandern die Körperpflegeartikel in die Hygienetasche. Die feuchte Seife bekommt einen besonderen Platz. So, und jetzt noch mit viel Gefühl den türkischen Kaffee zubereiten. Gerhard, was machst du da? Das ist doch kein türkischer Kaffee. Das ist eher ein dolpetschiger Annäherungsversuch. Ah, herrlich. So ein Frühstück im Freien kam was. Noch dazu, wenn das Ganze mit einem Frühstücksfernsehen garniert ist. Es ist 10 Uhr und das Thermometer zeigt hier 20,4 Grad an. Das Wetter passt. Ich verabschiede mich von Peter, versichere mich, ob ich nichts vergessen habe und fahre los. Bonjour. Du bist wieder sehr nahe an der Loire. Garmin zeigt das hier auch an. Morgen. Jeune. Bonjour. Ist das der Eurovelo 6 Radweg? Eurovelo Number 6. Because I'm not sure. Geht es hier nach Saumur? Direction to Saumur. Bitte sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Mal gucken, wo ich lande, wenn ich ihnen folge. Das ist grandios. Wie kann man sich bloß mit einem Handy, mit einem Navi und einem halben Kilogramm Landkarten verirren? Bon voyage. Au revoir. Prébon.
Vor einem Geschäft entdecke ich 2 Reiseräder. Sie gehören Marc und Roland, die nach Angers unterwegs sind. Chanut. Na servus. Aber wir verfahren, ich bin jetzt im Dschungel. Oh, kaum zu glauben. Da gibt es doch tatsächlich ein Champignon-Museum. Ob man dort den Schwammerl beim Wachsen zusehen kann? Auf der Suche nach einem Rastplatz entdecke ich eine Schar von Motorrädern. Und als sich dieses hübsche Ding offenbart, denke ich an meine Elisabeth, der ich damals den Vorzug gab. Ich glaubte halt, eine Maschine sei teuer. Ein wunderschöner Platz. Gibt auch hier Tische, Bänke. Also Radlerherz, was willst du mehr? Das ist jetzt mein Platz. Greetings! Fein. Es dauert nicht lange, da finden sich nette Gesprächspartner ein. Als ich sie einlade, mich beim Kochen zu unterstützen, verliere ich sie aus den Augen. Dabei handelt es sich bloß um eine Nudelsuppe. Beim Zubereiten der Fertigsuppe erscheint vor meinem geistigen Auge, nahezu wie ein Mahnmal, das Kochbuch von Tim Lupprich. Dort gäbe es, speziell für Radreisende, unzählige Gerichte zum Nachkochen. Leider habe ich es nicht bei mir. Während die Suppe kocht, sehe ich mir die Gegend und die Abreise der Motorradmenschen an. Eigenartig. Doch irgendwie beschäftigt mich die Nudelsuppe immer noch. Ganz besonders im Rahmen der sportlichen Ernährungsstrategie. Was wohl die renommierte Ernährungswissenschaftlerin Susanne empfehlen würde. Von meinem geistigen Auge höre ich sie schon sagen: Die Nudelsuppe aus dem Backerl. Herzlich willkommen bei Essen belebt. Mein Name ist Susanne Lindenthal und ich bin Ernährungswissenschaftlerin mit besonderer Liebe zum Darm und zur traditionellen chinesischen Medizin. Die Nudelsuppe aus dem Backerl. Was kann sie? Was macht sie? Ist sie überhaupt etwas wert? Gerhard hat auf seiner Radtour des Öfteren zu dieser Nudelsuppe aus dem Backerl gegriffen und ernährungstechnisch haben wir da im Grunde ja nur ein paar Kohlenhydrate von den Nudeln, ein bisschen Fett und das nicht unbedingt das Hochwertigste. Und ein bisschen Eiweiß ist schon auch drinnen. Eine ausgewogene Mahlzeit ist es nicht. Allerdings kann es auf so einer Radtour natürlich auch wärmen. Gerade wenn es Tage sind, wo es nicht ganz so warm ist, dann kann so eine Nudelsuppe schon ganz gut sein, weil sie von innen heraus einfach wärmt und oft besser ist als eine kalte Brotmahlzeit. Was du machen kannst, wenn du auf so einer Radtour unterwegs bist und nicht wirklich viele Möglichkeiten hast, Lebensmittel mitzunehmen, aber die Möglichkeit hast, dir eine Suppe zu kochen oder eine Nudelsuppe zu kochen aus dem Backerl, dann kannst du die ein bisschen aufpeppen. Du könntest zum Beispiel, wenn du bei einem Markt vorbeikommst oder bei einem Geschäft vorbeikommst, wo es frisches Gemüse gibt, dir ein frisches Gemüse dazu kaufen und das einfach in der Suppe dann mitkochen. Dann hast du noch ein bisschen mehr Einlage in der Suppe. Dann empfiehlt es sich noch vielleicht dazu, ein Käsebrot zu essen, weil über den Käse bekommst du dann auch noch zu einem guten Eiweißanteil. Ja, so kannst du deine Nudelsuppe auf einer Radtour auch ein bisschen nährwerttechnisch aufpeppen.
Also ich habe hier jetzt zwei ganz nette Menschen getroffen und das ist Mein Name? dein Name ist Mein Name ist Pierre. Pierre und Arlette. Arlette, okay. Wir wohnen in die Nähe Okay. Hier, Bouet-la-Fontaine. Bouet-la-Fontaine. Fontaine. Okay. No, nichts, never heard. Nicht gehört. Beautiful Zoopark in Bouet-la-Fontaine. So Park. So mit Animals, mit Animaux, mit So. Campingplatz? nicht Camping, No, Camping. mit Lions, mit Giraffen. Ah, Zoo. 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 Okay, Zoo. Wenn ich jetzt in die Stadt komme, Masur, was ist wichtig? Pferde. Ja. In Mosur gibt es Pferde und eine wunderschöne Burg, Chateau. meint Pierre. Außerdem gibt es herrlichen Wein, ergänzt Ali. Ich bin traurig, ich habe mein Deutsch. Pierre ist traurig, weil er viele deutsche Wörter vergessen hat. 1 Stunde und 15 Minuten Rast sorgen für aufgeladene Batterien. Ich bin wieder unterwegs. Saumur. Der Radweg scheint ja direkt in das Weingut zu führen. Na, wenn das kein Omen ist. Während der innere Schweinehund erwacht und ungeniert ein Achterl Rotwein fordert, laufen ein paar Kinder auf die Lingerie, denen nach und nach Erwachsene folgen. Das fasziniert mich. Schon wieder ein Weingut. Also nächstes Mal gehe ich zu Fuß durch Europa. Bei dem 3,5 Kilometer langen Anstieg spüre ich die 45 Kilogramm des Anhängers. Zum Glück ist niemand da, der mir den Sauerstoff streitig macht. Also ich glaube fast, jetzt bin ich tatsächlich den Weg verkehrt abgefahren. Rechnen wir jetzt die 3,5 Kilometer, die ich da raufgestrampelt bin auf diesen Hügel, als Trainingseinheit. Möglicherweise habe ich irgendwas übersehen. Ja, jetzt drehe ich halt um. In Masur habe ich den Radweg doch wieder gefunden. Es ist 14 Uhr und bis nach Montsoreau sind es noch 16 Kilometer. Dort gibt es einen Campingplatz. Sieht so aus, als könnte ich heute bei Tageslicht das Zelt aufstellen. Und wieder verlasse ich mich auf meinen Orientierungssinn. Und wie vorhin bei dem unnötigen Anstieg scheint Gerhard auch diesmal einen Umweg in Kauf zu nehmen. Der wird doch nicht einen Wein verkostet haben? Okay, mein Freund Gaben hat recht. Im Tourismusoffice in Saumur nutze ich die Gelegenheit, die Speicherkarten zu sichern und die Akkus zu laden. Dann nehme ich mir die Zeit und flaniere durch die wunderschöne Stadt Saumur.
Fahrrad sicher aufbewahrt. Besser geht's nicht. Und während meine Augen eingehend das Schloss mustern, liefern sich Radfahrer ein Wettrennen. Ob das die berühmten aus weißem Tuffstein gebauten Häuser sind? Jedenfalls erinnere ich mich mit jedem Tritt in die Pedale an meine erste große Radfahrt. Es war Sommer 1976. Ich war 15. Nach langwierigen Gesprächen mit meinen Eltern habe ich dann schließlich die 190 Kilometer Entfernung zu unserem Urlaubsort mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es war eine Art Protestfahrt. Denn St. Gallen in der Steiermark war für Jugendliche, wie Günther und ich es waren, ein zu ruhiger Ort. Ich wollte dort mobil sein und mich frei bewegen können. Damals gab es noch keinen Fahrradverleih und meine Eltern hatten damals keine Möglichkeit, Fahrräder im oder am Auto zu transportieren. Ich werde die Sicherheit vorziehen und den nächsten Campingplatz in Anspruch nehmen. Puh, das war aber knapp. Ein paar Meter weiter und es hätte mich voll erwischt. Verdandi, die Göttin des Schicksals, meint es heute besonders gut mit mir. Sie zeigt meinen Unterstand und zwar gleich neben einem Weingut. Ich habe die Zeit genützt. Nein, nicht um Wein zu trinken, sondern um mir die Regenkleidung überzustreifen. Das sind die Überzieher. Die halten die Zehen warm und trocken. Das ist die Regenjacke. Dann wäre da auch noch eine Kapuze. Doch ich finde, dass der Helm ausreicht. Ortlieb-Radtaschen sollten wasserabweisend sein. Beim Rucksack wird es spannend. Da bin ich nicht so sicher. Und eine Hose am Anzug, die wasserundurchlässig ist. Ja, die Lenkertasche ist nun vom Regen geschützt. Ja, die Haare werden nass, aber die trocknen auch wieder. Das kann doch einen Radfahrer nicht erschüttern. Um die Kälte nicht zu spüren, habe ich mir noch die Ärmlinge und die Beinlinge übergestreift. Es hat nämlich mächtig abgekühlt. Von 30 Grad Celsius zum Mittag auf 17 Grad. Jetzt habe ich ein äußerst interessantes Gebäude entdeckt. Zumindest das, was von dem noch übrig ist. Jetzt muss ich nochmals kurz innehalten, weil mich zu meiner rechten Seite interessante in Stein hineingebaute Gebäude zu sehen sind. Letztendlich komme ich um 18.28 Uhr am Campingplatz L'Île Verte in Montsoreau an. Begeistert baue ich mein Zelt neben dem überdachten Abstellplatz auf. Das wird heute sicher eine lustige Nacht, denn das Zelt ist feucht und so richtig muffelig. Mein Abendessen besteht heute aus Fisch, Gemüse und einem knusprigen Baguette. Und bevor mir der Schlaf die Gedanken raubt, lasse ich den heutigen Tag Revue passieren. Begonnen hat es mit einem Frühstück im Freien und dem wehmütigen Abschied von Peter. Es dauert keine 20 Minuten und ich folge unbekannten Radreisenden, die mich von einer Irrfahrt befreien. Der Eurovelo 6 Radweg zwingt mich hin und wieder, meine Freundin, die Loire, zu verlassen. Um 11:30 in Bréban lerne ich Marc und Roland kennen. Es verstreichen exakt 7 Minuten, als ich bei Genüt
mit der Loire wieder auf Tuchfühlung gehe. Fast pünktlich zum Mittag, es ist ein paar Minuten vor 12 Uhr, erinnert ein Champignon-Museum an die Mittagszeit. Augenblicke danach befinde ich mich am Ufer des Thouet, wo ich die Rast abhalte. Am Ortsrand von Montsûr drängt mich der Radweg zum weltberühmten Weingut Ackermann. Und als hätte ich es geahnt, stellt sich bei dem Anstieg am Ortsrand von Saumur heraus, dass ich wieder mal falsch abgebogen bin. Es war der 7. Tag am Fahrrad. Über 323 Kilometer bin ich vom Abfahrtsort vom Atlantik entfernt. Witzigerweise setzt sich diese Orientierungslosigkeit auch bei der Autobahn fort. Um 15:30 Uhr sehe ich mir das Zentrum von Saumur an und besuche das Tourismus Office, wo ich die Akkus auflade und die Speicherkarten sichere. Es vergehen 15 Minuten, als mich in Panay ein Gewitter zu einer Pause zwingt, direkt vor den Türen eines Weingutes. Noch weit vor dem Einbruch der Dunkelheit erreiche ich den Campingplatz. Im Regen stelle ich das Zelt auf, um gleich darauf, nach einem gesunden Abendessen, todmüde in den Schlafsack zu fallen. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Und interessiert dich, was es auf den Radwegen Neues gibt? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.